Hallo zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking, die Show, wo ich euch erzähle, was mich diese Woche so gebrochen hat. Diese Woche schauen wir mal den Marsch fürs Leben in Zürich an, der war am Samstag noch. Wir schauen uns an, wie eine kreative Oma Verkehrsberuhigung betreibt. Wir reden mal über die Legalisierung von Rundstreckerinnen in der Schweiz. Und das Eidgenössische Departement vom Äußeren will uns noch nicht so genau sagen, was sie jetzt eigentlich vom Gazastreifen halten. Der Marsch fürs Leben. Du, also, wir fangen mit dem an. He. Kann ja nur noch besser werden. Moment mal schnell. So, du siehst, ich habe jetzt hier deine Nase. Da kommt sie wieder zurück über. Die habe ich jetzt nur mal da, dass wir sicherstellen können, dass sie während dem Artikel jetzt nicht in die Gelegenheit von anderen steckst. Okay? Okay. Ich stelle dir mal da hinten ab. So, denn der Marsch fürs Leben 2025 fand am Samstag, 20. September 2025 auf dem Marktplatz in Zürich-Oerlikon statt. Laut Berichten des Tagesanzeigers versammeln sich mehr als 1000 Menschen, um gegen Schwangerschaftsabbrüche zu demonstrieren. Ah, shit. Über 1000 Leute, so viel Nase kann ich doch gar nicht heben. Das diesjährige Motto lautete: Auch du sollst leben. Die Organisatorinnen und Organisatoren wollten damit, laut eigener Aussage, ein Zeichen für das Lebensrecht ungeborener Kinder setzen. Als Hauptrednerin trat die US-amerikanische christliche Aktivistin Gianna Jessen auf. Jessen war 1977 Opfer eines Abtreibungsversuchs mit Salzlösung, überlebte mit Zerebralparese und ist seit daher prominente Figur der US-Lebensschutzbewegung. Ja, super. Und ihre Eltern haben wahrscheinlich vom Spital genau gleiche Rechnung über 150.000 US-Dollar bekommen. Die OrganisatorInnen betonten, sie stehe als lebendes Beispiel dafür, wie sehr Kinder gegen die eigene Tötung im Mutterleib kämpfen und dass sie leben wollen. Das ist halt so eine fundamentale Eigenschaft von allen Lebewesen. Wenn die Ultras von den Ungeborenen wenigstens konsequent wären und dann auch mindestens vegetarisch leben würden, aber natürlich gab es auch Gegenproteste. Die Stadtpolizei Zürich war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Marktplatz war komplett mit Gittern und Sichtschutz abgesperrt, nur ein kontrollierter Zugang war geöffnet und ein Wasserwerfer stand bereit. Ein Helikopter der Kantonspolizei überwachte zudem das Quartier. Etwa 150 Gegendemonstrierende versuchten im Laufe des Nachmittags immer wieder mit Fahrrädern zum Platz vorzudringen. Die Polizei hinderte sie daran, indem sie Wege sperrte und den Wasserwerfer sowie Reizstoff einsetzte. Erlebte Koch für Demokratie am Morgen. Vor allem eine sogenannte Velodemo blockierte zeitweise den Tramverkehr. Kreuzungen wie Schaffhausener Straße, Franklinstraße wurden kurzzeitig unpassierbar. Bei so Sachen bin ich dann immer ein bisschen unentschlossen, wieso muss man denn jetzt das Leben von anderen einschränken? Ich meine, ich verstehe den Punkt mit dem Unbequemsein und das ist auch wichtig. Aber ist bitte dort unbequem, wo die Akteure eingeschränkt werden und nicht irgendwo, wo du einfach irgendwer störst, weil da ist dann kontraproduktiv. Mehrere Dutzend Gegendemonstrierende versuchten außerdem die Straße zu blockieren oder Container auf die Fahrbahn zu schieben. Laut Stadtpolizei wurden sie jeweils verwarnt. Der Wasserwerfer und Reizstoff kamen mehrmals zum Einsatz, woraufhin die Straße wieder freigegeben wurde. Insgesamt kontrollierte die Stadtpolizei mehrere Dutzend Personen und verwies sie des Ortes. Linke und linksautonome Kreise hatten vorab zu Gegenprotesten aufgerufen. Unter dem Motto Fundis verjagen, Rechtsrutsch zerschlagen, forderten sie in sozialen Medien dazu auf, die Veranstaltung zu stören. Ja, finde ich gut. Leider ist es halt auch so, dass die Fundifinken nicht wirklich ein Argument für ihren Punkt haben, sondern einfach so ein bisschen Bauchi, Fühli machen. Do you truly, in your heart of hearts, truly believe that this is a human being? This, Without a doubt. without a doubt, Yes. this is a dolphin fetus. Solche Gegenproteste finden seit Jahren statt. Beim Marsch 2019 kam es auf dem Turbinenplatz zu schweren Krawallen. Seither wird der Umzug in Oerlikon durchgeführt. Der Zürcher Stadtrat ließ für 2025 keine Demonstration in der Innenstadt zu. Der Münsterhof sei wegen Umbaus und Sicherheitsbedenken nicht geeignet. Lecken die Zölibatszipfel Glück, dass wir da Meinungsfreiheit zu schätzen, sonst wäre die Demo wahrscheinlich auch wegen der schwachen Faktenlage einfach verschoben worden. Vorzugsweise in nächsten Kübel.
Die Organisatoren akzeptierten diesen Entscheid, forderten jedoch für künftige Jahre einen zentraleren Platz und betonten, von den Teilnehmenden gehe keine Gewalt aus. Das ist so etwas, was ich einfach nicht verstehe. Menschen aktiv aufzwingen, dass sie zum Beispiel das Kind von einer aufziehen, ist technisch gesehen schon keine Gewalt. Da sehen die Huren Embryo einfach auch fast richtig. Aber es ist schließlich auch keine Gewalt, wenn ich die ganze Nacht meine Lieblingsjodler von einem Alphorn begleitet mit Appenzeller abfülle. Der Schlafentzug, der durch das bei meinen Nachbarn entsteht, ist dann folglich kein Problem, oder? Psychische Folter ist genauso Folter und der Entzug von körperlicher Autonomie oder eine unfreiwillige Schwangerschaft zählt da tatsächlich mit drin, zumindest wenn man die Human Rights Watch fragt. Also, hört mit dieser Heuchlerei auf, wie ein Kruzifix-Kasperle. Okay, nein, aber wie ich da zu verstehen, die Fakten sind denen ja eh alle zu links. Lassen wir die Keuschheitskrieger einfach sein und machen weiter bei etwas, was ein bisschen faktenbasierter ist. Die Schweiz wendet seit dem 1. Oktober 2002 die Fristenregelung an. Nach den neuen Bestimmungen des Strafgesetzbuches ist ein Schwangerschaftsabbruch straffrei, wenn er innerhalb der ersten 12 Wochen seit Beginn der letzten Monatsblutung durchgeführt wird und die schwangere Person schriftlich erklärt, sich in einer Notlage zu befinden. Der Arzt oder die Ärztin muss ein ausführliches Gespräch führen und der Schwangeren ein Verzeichnis von Beratungsstellen aushändigen. Diese Fristenregelung löste die über 50 Jahre alten Strafbestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch ab. Damals waren Schwangerschaftsabbrüche in jedem Fall strafbar, für den Arzt sowie die Patientin. Bis zur 12. Woche kann die schwangere Person jetzt somit selbst entscheiden, ob sie die Schwangerschaft fortsetzen oder abbrechen möchte. Nach Ablauf der Frist beurteilt eine ärztliche Fachperson, ob der Abbruch notwendig ist, um eine schwere Gefährdung des körperlichen oder psychischen Geisteszustands der Schwangeren zu vermeiden. Nur dann bleibt der Eingriff straffrei. Also 12 Wochen ist im weltweiten Vergleich schon recht lang und da können wir gerne mal zusammenhocken. Also Frauen können da gerne mal zusammenhocken, weil sind wir ehrlich, Männer sollten in dieser Diskussion gar nichts zu melden haben. Und dann können die Frauen unter sich ausdiskutieren, ob man das vielleicht anpassen soll, aber auf keinen Fall abschaffen. Feministas, vereint euch! Für Minderjährige unter 16 Jahren schreibt das Gesetz zusätzlich vor, dass die Ärztin oder der Arzt die schwangere Person an eine anerkannte Beratungsstelle verweist. Jugendliche haben Anspruch auf kostenlose und vertrauliche Beratung. Ich glaube, unter den paar Zuschauern, wo das Video hat, ist jetzt niemand betroffen, aber man weiß ja nie. Ein Arzt wird deinen Eltern nichts sagen. Also einfach einen Termin machen. Sonst haben da auch echt starke Anlaufstellen für alle möglichen Themen wie Sexwork, Gewalt in der Familie oder Gewalt in der Beziehung, Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten, Regenbogenfamilie, Schwangerschaftsabbrüche, Bildschirm, wo zu Ende ist und ich darum nicht mehr weiterlesen kann, oder vertrauliche Geburten, Transidentität oder auch sonst allem, was irgendwie mit dem zu tun hat. Da habt ihr einen Link, oder da, Gögi, Tracking. Nein, im Ernst, ich glaube, da sind die Infocards oder da. Eins von beiden. Ich bin neu, ist mein zweiter Tag, okay? Aber Link. So, also, mit dem hat er im zweiten Video sämtliche Chancen auf den Boost vom Algorithmus gestrichen, aber da ist halt wichtig zum drüber reden. Vor dem Abbruch ist ein obligatorisches Beratungsgespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt vorgesehen. Dieses Gespräch informiert über Risiken, mögliche Methoden und Verhütung. Das Gespräch unterstützt die betroffene Person bei ihrer Entscheidung. Genau, bei ihrer Entscheidung. Weil das eine Entscheidung ist, wo die betroffene Person soll können treffen. Und ich meine, ich bin auch mal ein Fötus gesehen, ganz ehrlich, wenn ich mir das Shit da anschaue. Ich wäre mit den Eltern nicht böse, hätten sie mich abgetrieben und da wäre mir alles erspart geblieben. Die meisten Schwangerschaftsabbrüche werden in der Schweiz innerhalb der ersten 12 Wochen durchgeführt. Laut Sexuelle Gesundheit Schweiz erfolgten 95% der Abbrüche 2023 in diesem Zeitraum und über 80% davon medikamentös. Also rund 75% der Abtreibungen brauchen nicht einmal einen chirurgischen Eingriff. 76% für alle, die es ganz genau wollen. Ach fuck, nein, das stimmt gar nicht. Da wären ja, also in den 76% sind ja nur die 95%
wo im legalen Rahmen abtritt. Bisher mussten die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch in der Grundversicherung mit Franchise und Selbstbehalt getragen werden. Ab der 13. Schwangerschaftswoche entfallen diese Kosten bereits heute. Das Parlament hat im Frühling 2025 im Rahmen des Kostendämpfungspakets 2 beschlossen, dass legale Schwangerschaftsabbrüche ab Januar 2027 vollständig von den Krankenkassen bezahlt werden. Medienberichten zufolge sollen die Kosten für Frauen damit komplett wegfallen, sofern der Eingriff rechtmäßig erfolgt. Die Sonntagszeitung berichtete, dass dieser Beschluss ohne große Diskussion ins Paket aufgenommen wurde, weshalb Abtreibungen voraussichtlich ab Anfang 2027 erstmals gratis sein werden. Jawohl, jetzt noch gratis Tampons und Binden, wir machen Fortschritt. Der Marsch fürs Leben 2025 verdeutlicht erneut die Spannung zwischen konservativ-religiösen Gruppen mit ihren Bauchi-Bauchi für die Fühlis, was so ein generelles Verbot vor allem irgendwie in Schwangerschaftsabbruch und so sitzen, und den Kräften, die seit 2002 geltende Fristenregelung als wichtigen Teil der reproduktiven Rechte betrachtet. Die Demo ist von der Polizei gut gesichert, aber trotzdem von Gegendemonstranten wenigstens ein bisschen begleitet worden. Und so sollte es auch sein. Natürlich mit viel mehr Gegendemonstranten, wenn ihr mich fragt. Und vor allem auch mit Ruhm für die Gegendemonstranten, anstelle von Wasserwerfer und Reizgas. Aber bei Gegendemos bekommen ja anscheinend immer nur so ein bisschen die Rechten oder die halt ihre Kinder so etwas mitnehmen. Die tatsächliche Gesetzeslage in der Schweiz bleibt liberal im europäischen Vergleich. Die Fristenregelung erlaubt einen straffreien Abbruch bis zu der 12. Woche. Nachher nur bei Gefahr für die Gesundheit der schwangeren Person. Umfangreiche Beratungspflichten sollen sicherstellen, dass der Entscheid sorgfältig getroffen wird. Und die Kostenübernahme durch Krankenkasse wird ab 2027 nochmal ausgeweitet. Das steht im Kontrast zu den Forderungen von den Fötusfetischisten, die sich zum Schutz vom ungeborenen Leben berufen fühlen, aber denen keinen Fick mehr geben, wenn der Lendegabling mal auf der Welt ist. Aber das Parlament zeigt mit den jüngsten Reformen, dass reproduktive Rechte weiter gestärkt werden. Ah, shit, hey, bevor ich jetzt zum nächsten Artikel überscrollen. Schau da, hast du deine Nase wieder. So. Ist jetzt halt doch wieder tiefe Angelegenheiten gewesen, die eigentlich nicht deine sind, aber... Die Stadtpolizei Winterthur staunte nicht schlecht, als sie am Donnerstag, dem 18. September 2025, zu einem vermeintlichen Vandalismuseinsatz gerufen wurde. Eine Anwohnerin der Bühlrheinstraße hat gemeldet, dass auf der frisch asphaltierten Quartierstraße ein Teppich aus roter Farbe aufgemalt worden sei. Und also nicht einfach ein Kübel ausgeleert oder so, sondern ein aufgemalter roter Teppich. Vor Ort entdeckte die Patrouille tatsächlich ein mehrere Meter langes Farbmuster, etwa 3 x 8 Meter groß. Die Spur führte schnell zu einer 71-jährigen Bewohnerin. Sie gab die Sachbeschädigung zu und erklärte, sie habe mit ihrem Kunstwerk den Verkehr beruhigen wollen. Und ja, man muss nicht diskutieren, dass das jetzt halt nicht legal war, aber ich finde, man muss da auch ganz klar zwischen Recht und richtig unterscheiden. Und sowas zur Verkehrsberuhigung finde ich eigentlich ziemlich cool. Die Seniorin hat nicht aus Jux zur Spraydose gegriffen. In einem späteren Gespräch mit der Redaktion des Tagesanzeigers berichtete sie, dass auf der Straße immer wieder Autos deutlich schneller als Tempo 30 unterwegs seien. Vor kurzem hatte sie miterlebt, wie eine Katze überfahren wurde. Seither habe sie Angst, dass spielende Kinder die Opfer rücksichtsloser Fahrer werden. Der Teppich funktioniert besser als die Tempo-30-Markierung am Boden, sagte sie. Und ja, ich finde so 30er-Zone, wo Kinder spielen, wäre das doch relativ nice. So ein paar Teppich auf den Boden malen, vielleicht so etwas wie eine Landkarte, wo die Kinder drauf spielen können, ein paar Tierli oder vielleicht eine kleine Rennstrecke für Velofahrer. Also nicht auf der Straße selber steht sich, aber daneben so, dass man einen klaren Eyecatcher hat als Fahrer, der zeigt, dass da nicht Zone 30 ist, weil irgendein velofanatischer Verkehrsplaner die Bremsspur in seiner Unterhose auf einem Stadtplan abputzt hat, sondern weil da tatsächlich Kinder leben und spielen. Ein ähnliches Kunstwerk habe an derselben Stelle bereits 1 Jahr lang existiert und sei erst verschwunden, als der Belag neu gemacht wurde. Obwohl sie die Polizei nun beschäftigte, stehe sie zu ihrem Handeln und erhalte im Quartier auch Zuspruch. Die Straßenkunst war allerdings kurz darauf wieder übermalt. Und das hure schäbig.
Aber mal im Ernst, die Geschichte hat doch irgendwie so ein bisschen alles, was man so braucht. Das ernstes Anliegen, viel Kreativität und zivilen Ungehorsam. Es gibt ja teils schon so ähnliche Aktionen, wo Kinder ein Zone 30-Schild designen oder zumindest habe ich das vor gefühlten 40 Jahren in der Schule mal gemacht. Und es hängt immer noch, aber halt nur als Schild an einer Strasseneingang. Und so langsam über den roten Teppich fahren, klingt irgendwie schon nice. Ich meine, da komme ich mir auch mal vor, als hätte ich schon 50 Abonnenten. Und ja genau, da kommt mir in den Sinn, hast du schon abonniert. Ungefähr da unter meinem Finger ist der Knopf und das ist gratis. Und während ihr jetzt den Button streichelt, will ich einfach nochmal einen Moment in Anspruch nehmen, um zu sagen, dass mir die Idee irgendwie immer besser gefällt, je länger ich darüber nachdenke. Also, bitte, Städte in der Schweiz. Wie wäre es mit einer Ausschreibung, wo sich Künstler melden können und so verkehrsberuhigte Zonen gestalten können? Einfach, dass es dann eben auch legal ist und vielleicht ein bisschen bunter als einfach ein roter Teppich, den man in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwo mal angesprayt hat. Am 21. September 2025 meldete 20 Minuten, dass das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA eine völkerrechtliche Untersuchung zur Anerkennung Palästinas als Staat erstellt hat und dieses Gutachten seit dem 10. Juni 2025 unter Verschluss hält. Und ja, ich bin mir bewusst, dass 20 Minuten als Quelle nicht viel besser ist als oder so, aber das sind halt die mir jetzt auf das aufmerksam gemacht haben. Sorry. Während immer mehr europäische Länder, darunter Portugal, Großbritannien und Frankreich, die Anerkennung des palästinensischen Staates ankündigen, hält die Schweiz ihre Studie geheim und betont, man wolle die außenpolitischen Interessen schützen und die freie Meinungs- und Willensbildung des Bundesrates sichern. Also, mit anderen Worten, natürlich erkennen wir Palästina als Staat an. Aber wir wollen auch so eine Lehrmöwe von den faschistischen USA kaufen und darum dürfen wir das jetzt noch nicht öffentlich sagen. Die mutmaßlichen wahren Gründe für die Geheimhaltung sind brisant. Man weist darauf hin, dass die Studie wahrscheinlich zu einem Fazit kommt, das US-Präsident Trump als treuster Unterstützung des israelischen Genozides nicht gefallen könnte. Also, der Spraytan-Sultan hätte ja auch Kanada droht, dass das Handelsabkommen schwierig wird, wenn sie Palästina als Staat akzeptieren. Andere bringen dieselbe Sorge zur Sprache. Eine Anerkennung Palästinas könnte die laufenden Verhandlungen über einen Zolldeal mit den USA gefährden. Das wirkt so, als ob die Schweizer Regierung unsere Neutralität und die völkerrechtliche Anerkennung vom palästinensischen Staat von der Laune von Mar-a-Lago abhängig macht. Und von einem demokratischen Standpunkt ist das eine Katastrophe. Ein Staat, der seine außenpolitische Positionierung von den Drohungen von einer fetteren Version vom Hamburger abhängig macht, schwächt seine demokratische Souveränität und stärkt die internationale Faschisten. Die offizielle Schweizer Haltung zum Nahostkonflikt beschränkt sich seit Monaten auf allgemeine Appelle zur Gewaltreduktion. Anstatt offen zu debattieren, versteckt man sich hinter der Floskel der Neutralität. Eine Neutralität, die in der Praxis zur Nicht-Positionierung mutiert und zum Vorteil der militärisch überlegenen Partei wirkt. Fucking Neutralität. Da können wir nicht neutral sein und uns für Menschenrechte einsetzen. Dass der Bundesrat seine Meinung erst bilden will, wenn konkrete Maßnahmen zugunsten der Zwei-Staaten-Lösung in Angriff genommen werden, ist realitätsfremd. Israel lehnt einen palästinensischen Staat ab, wie Netanyahu immer wieder betont, und setzt den Gazastreifen unter massiven militärischen Druck. Wer unter diesen Umständen die Anerkennung Palästinas verschiebt, akzeptiert de facto den Status quo der Besatzung. Die Geheimhaltung eines Gutachtens mit Verweis auf die freie Meinungs- und Willensbildung des Bundesrates ist ein Schlag ins Gesicht der Öffentlichkeit. Okay, und jetzt mal im Ernst. Freie Willensbildung durch Geheimhaltung ist so eine dumme Idee. Ich meine, bilde du dir mal eine freie Meinung zu einer neuen Wohnung. Aber halt, ich sag dir nicht, wo sie ist, ich sag dir nicht, wie viel das sie kostet, du darfst dir auch keine Bilder anschauen. Viel Spaß, du züglich nächsten Monat. Eine demokratische Gesellschaft braucht Zugang zu Informationen, damit Bürgerinnen und Bürger fundiert diskutieren und Druck auf ihre Regierung ausüben können. Wenn entscheidende rechtliche Analysen unter Verschluss bleiben, ermöglicht das Exekutivorgan eine Politik hinter verschlossenen Türen.
Die da weisen darauf hin, dass man beim eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten eine Einsicht eingefordert hat, bisher aber erfolglos. Oh no. Ich stehe da und die da mit fucking 20 Minuten. Aus demokratischer Perspektive sind solche informationspolitischen Nebelwände höchst alarmierend. Autoritäre Regime schüren Angst, indem sie das Narrativ verbreiten, die Bevölkerung könne die Lage nicht einordnen und verpacken Machtpolitik in den Mantel nationaler Interessen. Wer Infos versteckt, weil sonst der Bundesrat nicht unbeeinflusst entscheiden kann, stellt die Bevölkerung als Störfaktor an. Das widerspricht dem demokratischen Grundsatz, dass Machtkontrolle nur durch Transparenz und demokratische Teilnahme funktioniert. Die Schweiz isoliert sich zunehmend. Laut 20 Minuten haben bereits knapp 150 Länder Palästina als Staat anerkannt. Der Blick beziffert dieselbe Zahl. Frankreich, Großbritannien und Portugal planen die Anerkennung im Zuge der UNO-Vollversammlung. Selbst wenn diese Schritte vor allem symbolischen Charakter haben, setzen sie ein Signal gegen die anhaltende humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Die Schweiz dagegen blockiert ihre eigene völkerrechtliche Analyse und verweigert der internationalen Gemeinschaft ein klares Bekenntnis. Damit riskiert Bern als Staat gesehen zu werden, der nicht bereit, sich auf die Seite des Völkerrechts und der Menschenrechte zu stellen. Ja, ich verstehe es irgendwo, ab und zu ist es echt verlockend, einfach der Welt alle verfügbaren Mittelfinger zeigen und das eigene Ding zu machen. Aber in dem Zug heißt das dann auch Scheiß auf die Ukraine, Scheiß auf Flüchtlinge, Scheiß auf alle Handelsbeziehungen und Scheiß auf den hohen Protzpapagei vom Ketchup-Kaiser. Aber dort, will man den wieder nicht will, ist halt bequem. Dass die EDA das Gutachten zurückhält, weil es außenpolitische Interessen schützen will, zeigt eine Verschiebung im Prioritätenkatalog. Nicht die Rechte der PalästinenserInnen und die Missachtung des Völkerrechts stehen im Zentrum, sondern wirtschaftliche und diplomatische Kalküle. Der Hinweis auf die freie Willensbildung erweckt den Eindruck, der Bundesrat brauche einen Schutzraum vor der Öffentlichkeit, um seine Meinung zu bilden. Tatsächlich dient die Konstruktion dazu, unangenehme Schlüsse vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Sie erinnert fatal an autoritäre Praktiken. Wenn politische Entscheide im Geheimen gefällt werden, nehmen Rechenschaftspflicht und gesellschaftliche Kontrolle ab. Für eine demokratische Haltung, die auf Transparenz, Menschenrechten und internationaler Solidarität basiert, ist das inakzeptabel. Also, die Entscheidung vom EDA, ein völkerrechtliches Gutachten zu der Anerkennung von Palästina geheim zu halten, hat gravierende Implikationen. Sie zeigt, wie sich die Schweiz den Drohungen von einer faschistischen US-Administration unterordnet und ihre Neutralität als Vorwand für Untätigkeit nutzt und demokratische Transparenz zugunsten von Machtpolitik opfert. Rund 150 Staaten erkennen Palästina bereits an. Die Schweiz aber wagt den Schritt nicht und isoliert sich damit weiter. Aus demokratischer Sicht besteht der Skandal weniger in einem scheiß Titel, als in der Verweigerung der Öffentlichkeit die Möglichkeit auf eine eigene Meinungsbildung zu bieten und für Gerechtigkeit einzustehen. Eine konsequent demokratische Politik würde das Gutachten veröffentlichen, die Debatte öffnen und die Anerkennung von Palästina als Teil von einer menschenrechtsbasierten Nahostpolitik ernsthaft prüfen und eben zeigen. Die Schweiz verbot 1955 nach dem Le Mans-Unglück öffentliche Rundstreckenrennen. Also Unfall in Frankreich, die Schweiz reagiert mit Verbot. Macht etwa so viel Sinn, wie ein Anschlag in Österreich dazu führt, dass Deutschland nach Polen überfällt. Oder dass ein Araber in einen Turm hineinfliegt und die USA den Iran angreifen. Nein. Zum 1. Juni 2026 soll dieses Verbot fallen. Doch Straße Schweiz warnt, dass die geplanten Bewilligungsauflagen so streng sind, dass Rennen weiterhin kaum möglich wären. Parallel diskutiert der Nationalrat, die Strafen für Raserdelikte zu mildern. Ein heikler Zeitpunkt, denn illegale Straßenrennen sorgen regelmäßig für Unfälle. In anderen Ländern zeigt sich, dass fehlende legale Rennstrecken illegale Rennen begünstigen. Nach der Schließung des Hub City Dragway in Mississippi fuhren Motorfans wieder auf öffentlichen Straßen. Sie sagten, eine nahegelegene legale Rennstrecke würden sie nutzen. Also im Umkehrschluss, legale Rennstrecken reduzieren illegale Renner.
Am Sonoma Raceway in Kalifornien ermöglicht das Programm Top the Cops jungen Fahrern, sich unter Aufsicht auszuprobieren. Teilnehmer betonen, dass sie dort sicherer fahren können als auf öffentlichen Straßen. Und wenn sie auf Rennstrecken crashen, dann werden auch keine Unbeteiligte gefördert. Ähnliche Initiativen wie mobile Dragstrips in Idaho geben Street Racern eine legale Bühne. Die Behörden registrieren dabei einen Rückgang illegaler Rennen. Und ja, es schießt mir auch an, dass man da wieder über den grossen Tümpel schaut, aber es hat halt nur in den USA relevante Veränderungen zu so einer Situation gegeben. Und ganz ehrlich, es ist irgendwie erfrischend, dass man die auch mal als positives Beispiel nutzen kann. In der Schweiz fehlt ein flächendeckendes Angebot an Rennstrecken. Die das nötige Geld haben, weichen ins Ausland aus, während sich auf heimischen Straßen illegale Rennen häufen. Ein tragischer Fall befeuerte jüngst die Diskussion. In Oppikon verlor ein 19-jähriger Neulenker die Kontrolle über sein BMW X5 und raste in eine Passantengruppe. 2 Menschen starben. Der Unfall löste Forderungen nach PS-Begrenzungen für Junglenker aus. Fachleute weisen darauf hin, dass in Ländern wie Italien und Portugal Leistungsgrenzen für Neulenker üblich sind. In der Schweiz noch nicht. Also zumindest nicht bei Autos. Bei hätten wir ja die Beschränkung. Oder zumindest haben wir bei TÜV die Beschränkung mal gehabt, wo ich die Prüfung gemacht habe. Allein die Legalisierung reicht nicht. Untersuchungen zeigen, dass Fahrsicherheitskurse die Unfallzahlen deutlich senken. Fahrerinnen und Fahrer, die hinter dem Steuertrainings absolvieren, verursachen im Schnitt 39% weniger Unfälle. Ein Fortune 500 Unternehmen reduzierte damit die Zahl der Unfälle mit Verletzten sogar um 60%. Solche Kurse stärken die Fahrzeugbeherrschung und das situative Bewusstsein. Die Aufhebung vom Rundstreckenverbot wird illegale Rennen eindämmen, wenn sie von einem Bündel weiterer Maßnahmen begleitet werden. Zugängliche Rennstrecken, unbürokratische Bewilligungsverfahren, verpflichtende Fahrsicherheitskurs und klare technische Limits für Junglenker. Nur dann wird der Motorsport zu einer Chance für mehr Sicherheit, statt die nächsten Schlagziele über tödliche Rasereien zu liefern. Und wegen dem Klima und der Treibstoff, der geht ziemlich CO2-neutral. Ich bin da tatsächlich in einen riesen Rabbit Hole reingefallen, wo man den Gögi später das Video verlinkt oder das Video verlinkt. Ich bin immer noch bei meinem zweiten Tag, sorry. Auf jeden Fall, eins von beidem, jetzt ist ein Platzhalter. Sobald das Video draußen ist, könnt ihr es euch anschauen. Ja. Ich muss einen anderen Outro-Joke überlegen, will jetzt gut werden. Will ich mir eine Art verarschen? Arsch fürs Leben, das fuckt mich wieder ab. Papst hat's Faschisten besteckt Sport bestellt. Peak Masculinity, wo du dir da anschaust am Fahren. Peak Masculinity. Wenigstens der erste Satz. Fast wie ein Profi.